Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Shooting Basics mit Rosi Schießanschläge. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Blackfolium. Wir sind im nächsten Teil unserer Serie angekommen. Wir haben euch jetzt schon viele dynamische Sachen gezeigt. Es bleibt weiterhin dynamisch, aber es ist natürlich auch ganz wichtig, präzise zu bleiben. Und wenn die Entfernung zum Ziel zunimmt, muss man irgendwie schauen, wie man diese Präzision hinbekommt. Man hat natürlich jetzt entweder die Möglichkeiten, sich aus der Umgebung Sachen zu suchen, die einen unterstützen, um einen präzisen Schuss hinzubekommen, oder aber man hat seinen Körper. Und da kommst jetzt du ins Spiel. Genau. Rosi. Was will ich heute mit euch machen? Wir werden einmal den Anschlag stehend Präzision machen mit einem Halbautomaten. Nicht ganz so wie mit einer Sportwaffe, ist halt nicht dafür optimiert, aber es geht. Da gebe ich euch ein paar Tipps, wie man damit arbeiten kann. Dann gehen wir in den Anschlag kniend, Präzision, ne, kniend aufgestützt, Präzision. Dann zeige ich euch nochmal den Emergency Kneeling, so nenne ich ihn halt. Da geht es nur darum, dass wir die Kontur des Körpers verkleinern. Dann werden wir uns richtig hinlegen und aus dem Liegen schießen. Und da haben wir auch wieder zwei verschiedene Anschläge. Einmal liegend freihändig und einmal liegend mit aufgelegtem Magazin. Das werden wir gleich durchführen. Sehr gut, dann zeig mal oder fang mal an und zeig uns mal, wie wir das jetzt so machen sollen. Gut. Gut. Macht gleich Augenhörschutz. Ja. Ihr könnt jetzt schon fertig laden. So, ich zeige es mal quer. Wenn ich jetzt in den Anschlag gehe und es geht nur darum, präzise zu schießen im Stehen, dann mache ich Folgendes. Ich gehe in den Anschlag und rolle mich hier runter. Und ihr seht, die Schulterstütze ist gar nicht mehr an der richtigen Position. Unwichtig. Ich will meinen Kopf gerade halten und dazu muss natürlich die Schulterstütze hoch sein. Wir erinnern uns an Schnellschuss, was ganz anderes als hier. So, das erste. Haltet den Kopf gerade. Wenn ihr jetzt hier in die Schulterstütze geht, werdet ihr so verkrampft schießen. Das gibt kein gutes Ergebnis. Also ungewohnt, einfach höher halten. So, meine linke Hand, je nachdem wie ihr gebaut seid, kann ich das Magazin ablegen. Man kann theoretisch auch so ablegen, aber passt für mich nicht. Für mich passt eher diese Höhe. Und entscheidend ist, lasst das Knochengerüst das Waffengewicht tragen. Ne, ihr seht jetzt, mein Arm ist genau darunter. Ne, jetzt ist das gerade. Wenn ich das jetzt den Unterstützungsarm so halte, wird das Waffengewicht alles durch meine Muskulatur gehalten. Das will ich nicht. Ich versuche immer, mein Knochengerüst aktiv einzusetzen. Soweit verstanden? Gut. Das zweite, ich stehe jetzt hier genau in der Mitte, ist mein Körpermittelpunkt. Wenn ich jetzt eine Waffe da vorne habe, beuge ich mich leicht nach hinten, damit wieder meine Waffe und mein Körper im Gleichgewicht sind. So. Und wir sehen schon, der eine oder andere Sportschütze weiß, Mensch, das sieht ja fast genauso aus wie bei mir. Das ist auch richtig so. Nochmal, lasst das Knochengerüst tragen, haltet den Kopf gerade, schaut da durch. So. Wenn ihr der Meinung seid, das ist ein guter Anschlag, macht ihr Folgendes: Augen schließen, pendelt ein bisschen rum. Eingependelt, Augen auf. Wenn ihr jetzt auch in der Nähe vom Haltepunkt seid, habt ihr euren, das Ding heißt halt so, Natural Point of Aim, der natürliche Haltepunkt. Wenn ihr jetzt feststellt, der Punkt ist viel zu weit links, dann korrigiert ihr das mit dem ganzen Körper. Oder viel zu weit rechts. Entsprechend mit dem ganzen Körper auspendeln. Na? Geht in Anschlag, zielt, stellt fest, bin ich irgendwo verkrampft, wisst ihr nicht, Augen schließen, stellt euch entspannt hin, Augen auf. Wo ist der Punkt? Ausrichten. Nochmal. Und wenn dann alles gut ist, dann macht ihr einen Schuss, vielleicht noch einen. Dann werdet ihr irgendwann feststellen, dass ihr verkrampft. Nehmt die Kanone runter, Blut wieder in die Finger und dann macht ihr den nächsten Anschlag, den nächsten Schuss. Soweit verstanden? Ja. Gut. Einmal Probeanschlag. Ich korrigiere euch nochmal. Genau. Ganz gemütlich hinstellen. Kopf gerade halten. Wir gehen auf die 2, 1.
2, 1. Gut, das sieht aber schon gar nicht schlecht aus. Okay. Ein Schuss. Nein, macht nochmal den Natural Point of Aim. Augen zu, pendeln. Augen auf. Seid ihr in der Nähe? Nee. Gut, dann den ganzen Körper drehen. Nochmal Augen zu, pendeln. Augen auf. Oh je, nee. Gut, ganzen Körper. Das ist ja für euch ungewohnt. Ne? Das kann jetzt ruhig ein bisschen länger dauern. Und irgendwann. Jetzt ist gut, glaube ich. Gut. Okay. Gut, nochmal die Waffe runter. Blut in die Finger. Lasst los die Füße da, wo sie sind. Blut in die Finger. Okay. 2, 1. Ein Schuss, Feuer frei. So. Kopf gerade. Gleichgewicht, Waffe und ihr. Und jetzt wichtig, beim Zielen abkrümmen. Langsam gerade nach hinten. Den Finger langsam gerade nach hinten. Okay, Waffe nochmal runter. Nochmal Blut rein. Gut. Ein Schuss, Feuer frei. Schön ruhig halten. Langsam abkrümmen. 2, 1. Gut. Nochmal Blut in die Finger. Okay. Nochmal ein Schuss feuerfrei. Langsam abkrümmen. Okay, das langt mir. Schaut mal nach vorne, eure Treffer. Könnt ihr die erkennen? Oder wollt ihr nach vorne gehen? Ich kann es erkennen, glaube ich. Ich kann die auch sehen. Okay. Na, das kann sein, dass jetzt noch, weil das so ungewohnt ist, die Streuung größer ist, als wenn ihr in der Schnellschusshaltung ist. Das wird sich aber irgendwann, wenn ihr das jetzt intensiv trainiert, wird sich das umkehren. Dann werdet ihr hiermit präziser sein. Okay, nächster Anschlag, kniend der Präzision. Wir nehmen den aufgestützten Anschlag. Den habt ihr alle schon geschossen. Wir versuchen jetzt noch mal so ein bisschen die Feinheiten rauszuarbeiten. Und zwar, wenn wir jetzt schießen, könnt ihr hinten euch einfach auf die Hacke setzen. Den Fuß aufstellen, auf die Hacke setzen. Das ist richtig. Ihr könnt aber auch, wenn ihr könnt, wenn ihr gelenkig genug seid, euch so auf den Fuß setzen. Das hat den Vorteil, dass ihr halt noch mehr Kontakt zum Boden habt. Das hängt so ein bisschen ab, wie eure Schuhe auch geschneidert sind. Ne? Wenn die sehr hart sind oder vorne am Spann die Ösen sehr, sehr dick sind, dann kann es sein, dass die auf den Spann drücken. Bei mir ist es halt nicht der Fall. Ich habe halt gemütliche Schuhe. Ich kann also den Fuß so aufsetzen, ich kann mich so aufsetzen oder ich kann ihn auch richtig ablegen und mich so aufsetzen. Das könnt ihr gleich beim Schießen so machen, wie es für euch am bequemsten ist. Was klar ist, jetzt habe ich am meisten Bodenkontakt, also das ist das Stabilste. Das ist das zweitstabilste. Und wenn ihr den Fuß aufstellt, dann ist das unstabiler. Ist immer noch stabil. Fragen zum rechten Bein und Fuß. Stabil. Genau, ne? Und Gelenkigkeit, ne? Was ihr halt könnt. Das linke Bein, es ist richtig, wenn ihr das Bein so aufstellt und an den Körper bringt. Das ist richtig. Es ist aber auch richtig, dass ihr den Fuß nach vorne nimmt. Beides hat Vor- und Nachteile. Manchmal ist das auch in der Abhängigkeit, wie hoch wir schießen müssen, vom Winkel. Ne? Ihr könnt jetzt zum Beispiel weit den Oberarm nach vorne, vors Knie bringen. Wir wollen aber immer Fleisch aufs Knie bringen und nicht Knochen auf Knochen. Wenn ich so arbeite, kann ich natürlich schnell rutschen. Das macht die Sache unstabil. Im Fleisch ist das wesentlich stabiler. Ne? Also nicht Knochen auf Knochen wegen der Haut. Da gibt es keinen Rückschlag oder Prellschlag oder was da erzählt wird. Das ist natürlich Blödsinn. Sondern ihr könnt hier, da rutscht die Waffe weniger oder nach vorne. Beides ist richtig, so wie ihr wollt. Und den Fuß könnt ihr hinten aufsetzen oder weiter nach vorne. Und die Kombination mit hinten. Das heißt, wir haben eine ganze Menge, was wir machen können. Was wir aber auf jeden Fall machen wollen, wir wollen das Waffengewicht mit dem Knochengerüst halten. Und das heißt, seht zu, dass die Waffe genau über den Ellbogen, über den Knie in einer Linie ist. Jetzt wird das durch mein Knochengerüst gehalten. Nochmal das Gegenstück dazu. Wenn ihr jetzt so schießt, wird jetzt die Waffe komplett gehalten mit meiner Muskulatur. Könnt ihr gleich selber testen, ne, was sich jetzt da anspannen muss, obwohl die Waffe so leicht ist.
muss da einiges. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwann anfangen zu zittern und unstabil zu werden, ist halt viel höher, als wenn ihr einfach übers Knochengerüst. Wenn ihr es bei euch hinhaut, nehmt ihr das Magazin einfach gegen den Unterarm. So könnt ihr schießen. Oder auch hier gegendrücken. Einige mögen das halt, die nehmen den Ellbogen hoch, halten fest und jetzt nehmen sie den Ellbogen runter und dann wird die Waffe stabil. Die linke Hand, das ist ja der traditionelle Griff. Und der ist richtig. Aber den Marines-Anschlag, werdet ihr feststellen, kann sein, dass das für euch das Perfekte ist, der super Tipp des heutigen Tages. Wenn ich das mache, seht ihr, ist es viel leichter, die Waffe nach links zu kriegen. Nochmal, ihr könnt so schießen und ihr könnt so schießen. Wichtig ist halt, irgendwann solltet ihr es mal ausprobieren. Heute schießt ihr einfach nach Gefühl eure paar Schüsschen, sodass ihr sagt, Mensch, damit kann ich ein ordentliches Ergebnis erzielen. Aber wenn ihr jetzt wirklich besser werden wollt, müsst ihr rumprobieren. Ne? Alles mal ausprobieren und irgendwann habt ihr euren Schokoanschlag. Habt ihr Fragen? Nein. Gut. 3 Schuss Präzision. Lasst euch Zeit. Denkt dran, Natural Point of Aim, versucht das rauszufinden. Das Magazin, die Waffe so gut wie es geht halten. Also deine 10 Stunden Yoga haben sich noch nicht bewährt, sehe ich gerade. Die sind ein bisschen steif, die Dinger. Okay. 3 Schuss Präzision, Feuer frei. Na, Tim, du trägst gerade die gesamte Waffe mit der Muskulatur. Genau. Drei, ne? Okay, so für euch beiden nochmal ein schönes Beispiel, warum wir das so machen, wie wir es machen. Gehen nochmal einen Anschlag. Einmal richtig. Alles richtig machen. Tim, du brauchst nicht. Ich mache das erstmal mit Martin. Ich drücke jetzt vorne rauf. Wohin geht dein roter Punkt? Nach unten. Genau. So, jetzt machst du das mal so oldschool falsch. Das heißt, das Bein weiter nach links. Weiter nach links. Und jetzt hältst du das einfach fest. So. Na, das machen ganz viele. Wo geht jetzt dein Punkt hin? Nach rechts unten. Nach rechts unten. Das heißt, du musst doppelt korrigieren. Ja. Macht die Sache wesentlich schwerer. Ne? Seht zu, dass ihr wirklich rangeht. Das macht alles. Der Anschlag unterstützt euch im Schießen. Und ihr müsst nichts mit der Muskulatur korrigieren. So, können wir das jetzt machen ohne Training? Nein, es ist alles ungewohnt. Und das heißt, hier, das ist so ein ganz, ganz typisches Beispiel für Trockentraining. Das ist aber noch nicht ergiebig. Jetzt nochmal hinstellen. So, nochmal hinknien. Der linke Fuß bleibt, wo er ist. So. Okay. Lass den linken Fuß, wo er ist. Nochmal hinstellen. So, und jetzt, wir reden wieder. Wir wollen jetzt mal einen Schritt nach vorne machen. Ne? Wohin muss der rechte Fuß, damit wir vernünftig schießen können? Guck mal her bei mir. Ich gehe dahin. Und das heißt, wenn ihr jetzt gut schießen wollt und schnell den Anschlag, seht ihr, hier ist mein Knie, kurz dahinter ist mein Fuß und im rechten Winkel wird mein Fuß aufgestellt. Das heißt, wenn ihr jetzt gleich aus der Stehenposition den Anschlag bringt, dann sollt ihr eigentlich, und das ist das Endziel, von hier aus runter, hin und treffen. Ihr stellt euch wieder hin, runter, Anschlag, treffen. Okay? Verstanden? Wollt ihr noch einmal trocken in den Anschlag gehen, dass ihr euch merken könnt, wo gehört die Fußspitze, wo gehört das Knie hin? Gut, Ja. geht nochmal in den Anschlag, kniet. So, prägt euch jetzt ein, wo ist die Fußspitze vom rechten Fuß? Wo ist euer Knie? Merkt euch das, guckt mal ruhig hin. Guckt mal hin, wo ist euer rechtes Knie zum Fuß. Da muss er gleich hin. Okay, auf! Standby. Hopp! So, gleich perfekter Anschlag und Treffen. Nicht lange rumfackeln und sauberer Treffer.
Gut. Auf! Standby. Hopp! Sehr gut. Wir erinnern uns an die leichte und die schwere Waffe. Vielleicht wisst ihr es noch. Das hier ist die schwere Waffe. Wenn ich jetzt ruckartig runtergehe, ich halte die gesamte Waffe jetzt mit meinem Handgelenk. Und die leichte Waffe ist, ihr nehmt die Waffe unter die Achsel und jetzt ist sie leicht. Die ist natürlich genauso schwer, aber wir haben Kontrolle. Das ist die leichte Waffe und so versuchen wir auch immer zu arbeiten. Hier habe ich die totale Kontrolle. Wenn ich mich jetzt hinlege, muss ich gleichzeitig Folgendes machen. Die leichte Waffe, linke Hand, linkes Bein. Also 1, vorsichtig Ellbogen auflegen und dann gehen wir in Anschlag. Wenn wir uns hinstellen, leichte Waffe, Knie anziehen und dann stellen wir uns gemütlich hin. Nichts Wildes. Ich verlange nicht jetzt von euch, dass ihr das gleich perfekt macht. Ihr macht so gut wie ihr könnt. Ich zeige es nochmal in die Richtung. Hinlegen. Aufstehen. Knie anziehen. Okay? Ihr macht so gut wie ihr könnt. Ich korrigiere euch dann im Anschlag. Aufstellung. So gut wie ihr könnt. Standby. Ein Schritt noch nach vorne. Sehr gut. Denkt dran, leichte Waffe, linke Hand, linkes Bein. Hinlegen. Okay, gut. So, macht mal alles so richtig, wie es geht. Denkt mal an eure Ausbildung, was ihr gelernt habt. Gut, Grundschule. Wir haben hier die Waffenlinie. Grundschule heißt die Wirbelsäule 30 Grad. Noch ein bisschen weiter rum. Nur das geht, nein, oben das Gesäß noch weiter rum. Gesäß weiter rum, noch weiter. Ganz beide Beine. Noch weiter. Gut. So. Es ist erst 20 Grad, noch weiter das Gesäß rum. Und weiter zielen. Gut. Wenn ihr könnt, beide Hacken runter. Meistens einfacher, wenn man die Beine spreizt. Okay, so. Wir gehen auf die 2, 1, 2, 3, 4. 2, 4. Zweiter Punkt von unten. Okay? Mhm. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Wir schießen zuerst freihändig. Das heißt, das Magazin darf den Boden nicht berühren. Wir machen wieder alle Grundsätze, wie sie waren. Das heißt, wir wollen die Waffe wieder tragen mit dem Knochengerüst. Und das heißt, der Ellbogen gehört quasi unter die Waffe. Also korrigiert euch. Ihr könnt auch anstreichen, das ist völlig okay, was ich euch eben gezeigt habe. Anstreichen von außen ist richtig. Ihr könnt auflegen, so wie es für euch besser passt. Auf jeden Fall, Ellbogen gehört unter die Waffe. Gut. 3 Schuss feuerfrei. Atemtechnik. Ellbogen unter die Waffe. Gut. Der Vorteil, ihr könnt das Magazin ablegen. Der Vorteil bei diesem Anschlag ist, wir können super schnell korrigieren. Der Nachteil ist, wir brauchen Ewigkeiten, bis wir den roten Punkt sehen, wenn wir das Magazin auflegen. Der nächste Anschlag ist liegend mit aufgelegtem Magazin. Legt mal das Magazin auf. So, und jetzt beide Ellbogen hoch. Beide Ellbogen hoch, beide Ellbogen hoch. Gehen Anschlag. Also nur auf dem Magazin jetzt? Genau. So, nur das Magazin auf dem Boden, beide Ellbogen hoch, beide Ellbogen wieder runter. Dass wir wirklich das Gewicht im Gleichgewicht auf dem Magazin ablegen. Die linke Hand könnt ihr auch dichter an die Waffe bringen, wenn es für euch gemütlicher ist. Ihr könnt sie vorne lassen. Ganz viele machen das so, die nehmen die linke Hand, macht das einmal, fasst mal das Magazin an und den Daumen senkrecht nach oben. Schön nach oben greifen vom Magazin, noch höher. So, und
dann sagen die, sie schießen super, weil sie jetzt die Waffe unter Kontrolle halten. Das ist euer Ding. Also es ist richtig, die Hand nach vorne zu nehmen oder zurück. Macht das, was für euch am besten passt. Wir nehmen die 3, 4, also ein dort rechts davon, wo ihr eben geschossen habt. So, 3 Schuss feuerfrei. Lasst euch Zeit. Mhm. Gut. Auf! Knie anziehen. Alala. Oh, macht nichts. Erst nach, gut. Knie anziehen und dann ganz hoch. Wenn wir taktisch arbeiten, schaut immer nach hinten. Könnte einer sein, der von hinten über euren Kopf rüber schießt. Deswegen schaue ich immer nach hinten, bevor ich aufstehe. Wollen wir uns den Treffer anschauen? Gut. So, welcher Anschlag war das? Wir sind noch da unten. Welcher Anschlag war das? Ich kann mich nicht erinnern. Welcher an war das? Stehen. Welcher? Freihand, also Sport. Stehend, Präzision. Ja. Das war das, wo wir uns so hingestellt hatten. Ja, Stimmt, ja, okay. Dann haben wir hier, welcher Anschlag war das? Kniend. Ja. Also also einfach kniend. Schon in Knien, Präzision, aufgestützt. Das heißt, guck mal, von der Treffergröße, was wir da schon reingeholt haben, Ja. ne, durch das Knien, war nicht so angenehm. Dann haben wir hier geschossen. Welcher Anschlag war das? Liegend. Liegend freihändig. Ja. Ne? Guck mal, das Ergebnis, wir werden da gleich was zu sagen. Und das war? Liegend aufgelegt. So, und das heißt, von der Streuung, wenn wir es anschauen, das ist fast immer das Gleiche. Jetzt. Aber, wo kehrt sich das um? In dem Augenblick, wo ihr jetzt am Joggen seid, ne, und euer Puls geht richtig raus, dann können wir einmal, ich zeige gleich nochmal den nordischen Anschlag, könnt ihr den nordischen Anschlag nehmen, das Bein anziehen. Oder für fast alle viel, viel einfacher Magazin runter. Und dann werden wir feststellen, wenn wir jetzt richtig ausgepumpt sind, ne, dann hetzen wir und dann wird es oftmals eine große Streuung, außer die Biathleten. Aber wir, und da macht das dann Sinn, das Magazin aufzulegen. Heißt also, wenn ihr völlig entspannt seid, schießt ihr genauso gut liegend freihändig wie aufgelegtes Magazin. Aber es kehrt sich um in den Augenblick, wo wir mit körperlicher Belastung arbeiten. Na, und dieser ganze Quatsch, Magazin auflegen heißt Störung, guckt euch eure Waffen an, die haben natürlich keine Störung. Ja. Na, das Magazin wird ein bisschen mehr belastet, gerade ein Kunststoffmagazin, aber wenn es dann kaputt ist, dann kaufen wir halt ein neues. Na, aber ihr seht von den Ergebnissen, das sind gute Ergebnisse. Wenn wir jetzt allerdings uns mal überlegen, ihr habt jetzt ein Ziel, definier mal eine Trefferzone für irgendein Ziel. 10 cm. Wenn du jetzt sagst, du willst immer 10 cm, dann kannst du umgekehrt jetzt sehen, welchen Anschlag kann ich bis zu welcher Entfernung für 10 cm machen. Beispiel, wir haben jetzt hier eine Streuung von 5 cm. Ja. Das heißt, nach jetzigem Ausbildungsstand könntest du maximal 20 Meter schießen mit den Aussicht auf Erfolg. Mhm. Wenn du jetzt hier hast, hier haben wir eine Streuung von 20 mm, also 2 cm. Das heißt, den Anschlag könntest du jetzt ohne Probleme 50 Meter machen. Und so weiter und so fort. Das heißt, du kannst sogar das sind Marksman-Drills, du kannst jetzt hier schon simuliert die Entfernung mal ausboten. Das Einzige, was wir nicht haben, sind Windeinflüsse. Ja. Aber du kannst jetzt hingehen und sagen, mit diesem Anschlag, Aussicht auf Erfolg, bis 20 Meter, nach jetzigem Stand für 10 cm und so weiter und so fort. Dienstlich habe ich eine Körperbreite von 50 cm und kann jetzt sagen, das wäre jetzt mal ganz entspannte 200 Meter. Ganz entspannte, wo ich vorher weiß, dass ich treffen werde. Auf jeden Fall. Wenn ich so entspannt bin wie jetzt. Habt ihr Fragen dazu? Nein. Gut, dann entladen wir kurz. Check 1, Check 2. Gut. Ja, Da haben wir wieder einen Teil abgeschlossen, Rosi. Grundlegende Basics, kniend, stehend und liegender Anschlag.
Ist jetzt vielleicht für den Sportschützen nicht ganz so interessant, sage ich mal. Wobei natürlich auch gerade mit der Langwaffe auch liegend geschossen wird. Du wechselst natürlich dann nicht von der stehenden in die liegende Position. Aber um stabile Geschichten so zu finden, finde ich das tatsächlich auch da sehr spannend. Und du hast ja auch die Jäger erwähnt. Also auch da sieht man, es sind immer wieder Überschneidungen in den ganzen Gebieten. Und das finde ich tatsächlich eine coole Sache. Ja, also ich habe bei mir persönlich einige Defizite festgestellt. Vor allem auch in der Beweglichkeit. Da bin ich immer wieder neidisch auf dich. Ich bin ja ein bisschen jünger. Ja, stimmt auch wieder. Ja, Ja, von daher, da dachte er, ja. Hast du noch was? Nö, passt, oder? nö. Außer, dass ich vielleicht ansprechen kann, das war natürlich nicht ergiebig. Ich hätte jetzt noch ungefähr 1000 Kleinigkeiten, aber ich denke mal, das wird den Rahmen hier komplett sprengen. Aber das Grundlegende, wenn man das jetzt so anwendet, dann kann man schon gute Ergebnisse erzielen. Und Exakt. immer wieder Trockentraining. Also wer hier besser werden will, kann das nicht auf der Schießbahn machen. Der muss zu Hause sich mal hinlegen, mal hinknien, Halteübungen machen, wenn er da wirklich hier auch besser werden will. Ansonsten wird es nichts. Exakt. Schönes Schlusswort. Super. Dann haben wir diesen Teil auch abgeschlossen. Soweit ich mich erinnern kann, geht es dann weiter mit den Ladetätigkeiten. Das wird auch nochmal eine coole Sache. Also das ist immer was, wo ich mich drauf freue, weil da muss man sich nicht viel bewegen und kann viel hantieren. Schauen wir mal. Ich bin sehr gespannt, was du uns da an Neuerungen zeigst oder an Sachen zeigst, die ich vielleicht noch nicht kenne oder auch der Tim noch nicht kennt. Von daher dranbleiben bis zum nächsten Mal. Schaut in unsere Beschreibung rein. Da findet ihr alle Sponsoren, die diese Serie hier möglich machen. Und dann sind wir raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Ciao. Dieses Video wird unterstützt von 3M Peltor, 511 Tactical, Nextorch, Lower Professional, Black Trident, Holosun, Henel, Mechanics Wear, Special Brands, Helicontex, Recon Company, Horner Arms, 1 MOA, MD Textil, Real Avid, Hera Industries, Ballistol, Schubert und Black Folium.